Moin, ja, von mir gibt es heute mal wieder ein kleines Tutorial zum Thema Photoshop, denn ich möchte über das Thema Perspektive mit euch sprechen und das möchte ich anhand von diesem Bild machen. Ich möchte euch in diesem Video erklären, wie der Fluchtpunktfilter funktioniert und was ihr damit machen könnt, und ich möchte euch außerdem auch noch einen Trick zeigen, wie ihr Größenverhältnisse richtig abschätzen könnt und wie ihr dann ein Objekt oder eine Person, ich habe das mit der Person in diesem Bild zum Beispiel auch so gemacht, wie ihr sie im Bild verschieben könnt, nach vorne, nach hinten, also weiter in die Tiefe hinein oder näher zur Kamera hin, und wie dabei die Größenverhältnisse sich dann immer automatisch anpassen und ihr sozusagen, egal wohin ihr das Objekt oder die Person schiebt, immer die richtige Größe habt. Das will ich euch heute zeigen. Und nach dem Trailer geht's los. Okay, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, an diesem Bild hier möchte ich euch das zeigen. Das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Ich habe das Bild mit Hilfe von Adobe Stock gemacht, also mit Stockbildern erstellt. Ihr seht auch hier auf der rechten Seite meine Bibliothek. Das sind alles Bilder, die ich in Betracht gezogen habe hier für das Bild. Und ihr seht schon, dieses erste Bild hier, das habe ich verwendet. Da ist hier der Mann drin. Und mein Hintergrundbild, das war hier dieses, was ihr hier in klein seht. Nochmal ein ganz kurzer Exkurs Adobe Stock, weil ich das wirklich praktisch finde und ja, weil ich das häufig nutze. Ich nutze natürlich auch häufig meine eigenen Bilder, aber gerade wenn es um Kundenaufträge geht und dann um spezielle Dinge, wo ich vielleicht auch nicht direkt fotografieren kann, wo die Zeit nicht reicht oder das Budget nicht reicht, dann greife ich da sehr gerne auf Adobe Stock zurück. Wie man so eine Bibliothek hier erstellt, will ich euch auch noch mal eben hier in 1-2 Minuten zeigen. Und dafür gehe ich einmal auf die Adobe Stock Website. Und da sind wir auch schon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach etwas suche, also zum Beispiel Mann, Koffer, Straße, Rücken, das war zum Beispiel das, was ich gesucht habe. Hier sieht man auch noch für mein Bild. Jetzt habe ich schon irgendein Bild angeklickt. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendein Bild hier ausprobieren, zum Beispiel das hier ist ja auch eins aus der Serie, der Bilder, wo ich auch am Ende eins dann genommen habe. Ja, wir nehmen mal ein anderes, wir nehmen mal das hier. Immer wenn ich hier über die Bilder gehe, dann tauchen hier diese kleinen Symbole auf und ich kann hier sagen, in Bibliothek speichern. Jetzt wird es hier automatisch in meiner Bibliothek gespeichert. Man kann hier auch über Verwalten neue Bibliotheken anlegen oder eben das Bild auch noch in eine andere Bibliothek verschieben. Das ist alles super einfach. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann seht ihr, das Bild ist hier direkt aufgetaucht. Und ich könnte es jetzt direkt hier reinziehen. Erstmal dann als Vorschaubild, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich das Bild eben dann lizenzieren möchte, also wenn ich dieses Wasserzeichen hier entfernen möchte, dann kann ich hier einfach einen Rechtsklick machen, auf Bild lizenzieren gehen und dann kann ich das sozusagen hier aus Photoshop direkt heraus machen. Jetzt öffnet sich das und jetzt ist irgendwie meine Internetverbindung anscheinend nicht ganz so gut. Auf jeden Fall, normalerweise sieht das ein bisschen schöner aus, aber ich könnte jetzt hier einfach auf Bestätigen gehen und dann würde ich dieses Bild hier lizenziert bekommen und dann würde automatisch hier dieses Wasserzeichen verschwinden. Das ist super praktisch. Das noch als kurzer Exkurs dazu, wie ich hier die Bilder zusammengesetzt habe. Jetzt kommen wir zum Thema Perspektive. Wir fangen an mit dem Fluchtpunktfilter und ich würde dafür direkt einmal hier ein paar Ebenen ausblenden und mit dem Fluchtpunktfilter diesen Text hier, den ich hier auf die Wand gesetzt habe, dieses Everything will be fine, was Besseres ist mir da irgendwie nicht eingefallen, den würde ich einfach nochmal hier reinsetzen. Ihr seht, ich habe das hier auf eigenen Ebenen und habe auch hier den Text nochmal als einzelne Ebene. Hier habe ich ihn nochmal quasi in der Perspektive dann angepasst. Ich würde ihn hier nochmal als diese Ebene hier nehmen und ich würde ihn einmal markieren. Also ich halte die Steuerungstaste gedrückt, klicke jetzt hier einmal rein und drücke jetzt nochmal Steuerung und C, um diesen Text jetzt in die Zwischenablage zu kopieren. Jetzt kann ich das wieder ausblenden, drücke nochmal Steuerung D und gehe jetzt hier oben auf meine leere Ebene. Das ist ganz wichtig, dass ihr dann eine leere Ebene anlegt, denn auf diese Ebene wird dann der Text eingefügt. Jetzt gehe ich auf Filter, Fluchtpunktfilter, und dann werde ich den mal eben hier auf meinen Bereich anpassen, auf meinen Aufnahmebereich, so ungefähr. Und jetzt müssen wir Photoshop irgendwie sagen, dass
wir hier eine Tiefe im Bild haben. Denn Photoshop kann das jetzt so erstmal nicht erkennen. Wir müssen deswegen jetzt diese Fluchtpunkte sozusagen anlegen oder diese Raster anlegen. Dafür fangen wir hier mit diesem Werkzeug links oben an. Und jetzt orientieren wir uns an Linien im Bild. Also gerade Linien im Bild, also zum Beispiel hier diese Kante der Straße bzw. dieses Bordsteins hier und auch diese Kante, die laufen ja quasi zusammen. Also man sieht das jetzt hier schon, dass sie quasi sich irgendwann hier hinten treffen werden. Und das ist der Horizont. Und das gilt für alle Linien hier. Die treffen sich alle am Horizont. Also diese ganzen geraden Linien, die hier in die Tiefe laufen, zum Beispiel auch diese hier oder die da drunter, die treffen sich alle am Horizont. Und an diesen Linien werden wir uns jetzt orientieren und wir suchen uns jetzt irgendwelche hier aus und legen da jetzt sozusagen ein Quadrat oder eher gesagt ein Rechteck drüber. Ich fange jetzt hier unten mal an dieser Ecke hier an, klicke jetzt einmal und gehe jetzt hier an dieser Linie, also an der Stelle, wo das Gebäude den Boden berührt, entlang, vielleicht ungefähr hier bis zu dieser Treppenstufe. Denn hier haben wir auch eine gerade Linie, die nach oben geht. Wir müssen nämlich als nächstes dann hier nach oben wandern. Und hier ist wieder eine schöne Kante hier von diesem Eingang hier. Da gehen wir nach oben, bis wir hier die nächste schöne Linie treffen. Und das ist hier die Linie von diesem Schild hier oben. Hier haben wir wieder eine schön gerade Linie, die jetzt hier wieder zurückgeht. An der gehen wir jetzt entlang. Und wir können jetzt entweder hier hinklicken oder ich würde noch mal ein bisschen rauszoomen. Vielleicht so weit. Rauszoomen könnt ihr, wenn ihr Steuerung Alt und die Leertaste gedrückt haltet und dann könnt ihr gleichzeitig zoomen und bleibt aber in diesem Werkzeug. Und jetzt gehe ich hier, also ich lege diese Linie jetzt hier an der Linie dieses Schildes, an der Unterkante des Schildes an und muss jetzt noch ein bisschen weiter rauszoomen, denn ich möchte hier noch weiter oben. Ich möchte nämlich, dass ich diese Linie hier auch mitnehme am Ende. Also gleichzeitig jetzt diese Linie hier beachten und die diese Mauerkante hier. Ungefähr so würde ich jetzt nochmal klicken. Und dann haben wir jetzt hier unser Raster. Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz, solange das rot ist. Deswegen würde ich jetzt nochmal ein bisschen an den Anfassern spielen. So, jetzt passt es, sagt Photoshop. Und damit haben wir jetzt hier schon unser erstes Raster erstellt. Und der Rest ist wirklich super einfach. Und das hätte jetzt auch funktioniert, wenn ihr einfach nur einen Fensterrahmen genommen hättet. Also es ist nicht so wichtig, wie groß dieses Raster ist, denn wir können dieses Raster jetzt hier einfach weiter aufziehen. Und wie ihr seht, das orientiert sich hier weiterhin an der Linie. Wir können das theoretisch hier bis zum Horizont ziehen. Und ihr seht, auch hier haben wir jetzt diese Fluchtpunktlinien, die sich irgendwann, also die gehen hier immer näher zusammen und irgendwann treffen die sich auch. Und dann sind wir am Horizont. Und so kann man zum Beispiel auch feststellen, wo der Horizont ist im Bild, wenn man denn solche Linien hat im Bild. Das mache ich auch sehr häufig. Man kann es auch mit anderen Techniken machen, beziehungsweise es auch irgendwann abschätzen, weil man ein gewisses Gefühl für bekommt, wie die Kamera gehalten wurde. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal machen wir jetzt hier weiter mit dem Fluchtpunkt Filter. Und wir können dieses Raster jetzt entweder nach oben verlängern oder nach unten können wir es theoretisch auch verlängern. Aber da wir hier im Prinzip am Boden angekommen sind, lassen wir das mal so. Wir können jetzt hier aus diesem Raster weitere Raster herausziehen. Ich halte die Steuerungstaste gedrückt und ziehe jetzt hier an diesem Anfasser in der Mitte und dadurch bekommen wir jetzt hier einen Boden. Den ziehen wir jetzt mal wirklich bis an die Kante dieses Gebäudes hier ran und dann drücken wir wieder die Steuerungstaste und ziehen jetzt hier einfach nach oben. Und jetzt haben wir quasi so eine Art 3D-Raum geschaffen in Photoshop und können den jetzt natürlich auch noch hier verlängern. Und das können wir auch an den anderen Stellen hier machen, je nachdem, wie wir das brauchen. Und jetzt in diesen 3D-Raum können wir jetzt etwas einfügen. Und ich habe ja eben mir den Text kopiert und deswegen drücke ich jetzt einfach Steuerung und V. Dann wird jetzt der Text hier angezeigt und taucht jetzt hier auf. Und ich kann den jetzt hier rumschieben. Und wie ihr seht, der passt sich jetzt automatisch an. Also das ist wirklich eine super Technik, wenn ihr etwas auf eine Wand bringen wollt, auf dem Boden, also ein Graffiti oder ein Logo irgendwo anbringen wollt. Und das wird automatisch richtig verzerrt. Nun ist es natürlich hier viel zu groß. Deswegen gehe ich mal hier auf dieses Werkzeug. Damit kann man das Ganze dann eben auch transformieren und verkleinern. Kannst natürlich trotzdem auch noch rumschieben. So, wir verkleinern das jetzt also ein bisschen. Ich möchte das jetzt ja hier auf diese Wand bringen. Es ist jetzt hier spiegelverkehrt und auf dem Kopf. Können es natürlich drehen einmal. Und ja, spiegelverkehrt war es anscheinend nicht. Es ist nur auf dem Kopf gewesen. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es spiegeln wollt, dann nehmt ihr einfach den einen Anfasser und spiegelt es einfach hier rüber. So war das nämlich beim letzten Mal bei mir. So, da war es gespiegelt tatsächlich.
Also einfach dann einmal rüberziehen. So, und jetzt werde ich das verkleinern und dann werde ich das hier anpassen und setze das dann hier rein. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen gestaucht, deswegen ziehen wir das hier wieder ein bisschen in die Länge, machen das nochmal ein bisschen kleiner. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, das habe ich jetzt eben vergessen, dann könnt ihr es auch wirklich proportional skalieren. Und jetzt könnt ihr es hier an jede Stelle bringen. Und wenn ich das jetzt hier auch nach hinten verschiebe, dann seht ihr, dass es automatisch immer kleiner wird. Denn Photoshop weiß jetzt, dass es hier in die Tiefe geht. Und so ist es wirklich sehr, sehr einfach, Dinge zu platzieren. Es funktioniert aber eben nur mit Dingen, die man platt auf eine Wand drauf setzt, wie das eben mit so einem Objekt funktioniert, wie jetzt einer Person. Das zeige ich euch dann gleich noch. Dafür würde ich aber nicht diesen Filter verwenden. Und so können wir das dann zum Beispiel lassen. Ich klicke jetzt OK. Und dann ist das Ganze hier drauf und ihr habt es jetzt hier auch auf einer eigenen Ebene. Wenn ihr das Ganze jetzt nochmal verändern möchtet, ich glaube, das funktioniert nicht, dann müsstet ihr das nochmal neu machen. Genau, das ist jetzt hier fest. Dann müsstet ihr es nochmal löschen und nochmal wieder neu einfügen. Es ist jetzt theoretisch ja immer noch an meiner Zwischenablage. Ich könnte es also jetzt hier wieder von der Ebene löschen und dann nochmal wieder neu auf diese Ebene einfügen oder eine neue Ebene machen oder wie auch immer. So, ich habe das Ganze jetzt hier noch ein bisschen überblendet, weil aktuell sieht es ja nicht wirklich echt aus. Es ist ja viel zu hell. Außerdem müssen wir das jetzt hier auch so ein bisschen mit dem Rauschen des Bildes verbinden. Deswegen würde ich hier jetzt mal auf Ineinander kopieren gehen. Das ist ein bisschen wenig sichtbar. Deswegen einfach nochmal die Ebene duplizieren, so kann man das Ganze verstärken und dann sieht es so super aus, als hätte das da vielleicht jemand hingeschrieben. Das war's zum Thema Fluchtpunkt. Nein, das war's gar nicht. Ich wollte euch noch mehr zeigen. Erstmal werde ich das hier jetzt in eine Gruppe stecken und das kann ich jetzt ein- und ausblenden. Was ich euch noch zeigen wollte zum Thema Fluchtpunkt, was ich auch sehr cool finde an diesem Filter, ist, dass man damit auch retuschieren kann. Das ist noch eine ganz wichtige Sache. Und das möchte ich euch noch kurz zeigen. Dafür würde ich einmal hier ganz zurückgehen in meiner Ebenenpalette und einfach mal das Originalbild öffnen. Das ist immer noch nicht das Originalbild, sehe ich gerade. Ich gehe also hier nochmal rein. Und hier habe ich nämlich meine Retusche drin gemacht. Eigentlich stand hier in diesem Eingang ein Mensch und da ist er auch. Und ihr seht, da waren auch noch ein paar Lampen, die habe ich weggenommen, einfach um zu simulieren, dass das Licht am Ende von diesem Portal kommt und nicht von den Lampen. Deswegen habe ich die weggenommen, damit man da ein bisschen mehr diesen Eindruck bekommt. Ihr seht, ich habe es auch hier in den Spiegelungen weggenommen. Und ja, den Mann könnte man jetzt natürlich auch relativ einfach mit anderen Techniken retuschieren, aber speziell, wenn es jetzt hier um diese Lampen geht, wenn es jetzt darum geht, hier dieses Mauerwerk zu retuschieren, das ist tatsächlich nicht so einfach, denn wenn ich jetzt anfange und mir eine neue Ebene mache und einmal das Stempelwerkzeug jetzt nehme und ich brauche mal einen normalen Pinsel hier, zum Beispiel hier so einen normalen, runden, harten Pinsel, den ich jetzt vielleicht verwenden würde. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt hier diesen starken, überstrahlten Bereich hier, diesen ausgebrannten Bereich retuschieren, dann könnte ich das natürlich machen und ihn vielleicht so retuschieren. Oder was noch ein bisschen klarer macht, wo das Problem liegt, wenn ich jetzt von hier unten etwas nehme und dann hier rein retuschiere, dann seht ihr schon, die Perspektive stimmt überhaupt nicht. Und je weiter ich hier runter gehe, wenn ich zum Beispiel hier aus einem dunkleren Bereich jetzt etwas haben möchte, ich kann auch den Fluss hier mal ein bisschen runternehmen, dann seht ihr, das ist echt schwierig, weil diese Linien, die laufen jetzt nicht mehr hier gerade runter, sondern da ist ein Knick drin. Selbst wenn ich die hier perfekt ansetze, dann wird es nicht so ganz gerade. Also man sieht es jetzt hier nicht so stark, weil ich relativ nah in dem Bereich jetzt hier meine Quelle aufgenommen habe. Aber man sieht, dass diese Linie jetzt hier so ein bisschen wieder nach oben läuft und dass die nicht mehr richtig parallel laufen, die ganzen Linien. Da kann auch der Fluchtpunktfilter Abhilfe schaffen. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal rein in den Fluchtpunktfilter. Ich habe jetzt hier wieder meine leere Ebene. Darauf wird die Retusche dann stattfinden. Und jetzt gibt es hier das Werkzeug mit dem Stempel. Es gibt ja auch ein normales Pinselwerkzeug, kann man natürlich auch nehmen, aber das ist wahrscheinlich klar, wie das funktioniert. Damit kann man dann eben auch in der Perspektive malen und hiermit stempeln wir jetzt. Und wenn ich jetzt von hier unten einen Bereich aufnehme, gucken, zum Beispiel von hier, wir sehen jetzt hier in meinem Cursor schon, dass ich jetzt hier, dass dieser Pinsel so ein bisschen gestaucht aussieht. Ich nehme jetzt vielleicht mal den Pinsel hier oder die Quelle von einem Bereich, der ein bisschen näher dran ist, damit das Licht stimmt. Aber ich könnte auch von hier jetzt was nehmen und die Perspektive würde trotzdem stimmen. Wie ihr seht, jetzt ist die Linie hier oben gerade. Und das ist genau das, was ich machen wollte. Der Pinsel passt sich jetzt immer automatisch an
Also ich könnte jetzt auch dieses Mauerwerk zum Beispiel nach hier pinseln. Das macht natürlich keinen Sinn, aber wie ihr seht, guck mal, ich kann jetzt hier trotzdem pinseln, beziehungsweise wenn ich jetzt hier nochmal hier hingehe und jetzt hier, dann seht ihr, dass die Abstände von diesen Fugen trotzdem gleich bleiben, obwohl sie hier natürlich viel näher zusammen sind. Und das ist das, was ich meine und was es hier viel einfacher macht, in der Perspektive Dinge zu retuschieren. Und so habe ich das hier auch gemacht. Und so könnt ihr dann eben die Mauer sehr gut retuschieren und die Perspektive passt sich automatisch an. Und das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Typen noch wegretuschieren. Also hier in dem Bereich ist es auch relativ einfach. Da habe ich einfach drüber gepinselt und dann eine Textur rübergesetzt, glaube ich. Aber dieses in der Perspektive retuschieren, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Was ihr auch noch machen könnt, wo wir gerade dabei sind, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagen möchtet, ich hätte jetzt gerne, dass hier in diesem Bereich auch noch diese Fenster weitergehen, dann könnt ihr zum Beispiel auch jetzt hier einfach mal einen Bereich aufziehen, also eine Auswahl aufziehen und ihr seht, die geht auch automatisch in die Perspektive rein. Also ich kann hier perfekt jetzt dieses Fenster auswählen und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, dann klicke, ne, das war falsch, nein, die Alt-Taste gedrückt halte, so, dann kann ich jetzt dieses Fenster hier hinschieben. Ihr seht, das wird automatisch größer oder kleiner und ich schiebe es jetzt noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht ungefähr bis hier. Das macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn, weil das auch von der Qualität her nicht passt. Aber ich könnte es jetzt hier anpassen und mir dieses Fenster jetzt hier nochmal hinbauen und es würde perspektivisch einigermaßen richtig aussehen. Und wir hätten dann hier diese Fensterfront verlängert. Möchte ich jetzt nicht machen, aber das ist auch eine super Sache. Oder was ich tatsächlich auch für das Bild gemacht habe, ist, dass ich hier hinten einfach diesen ganzen Bereich der Häuserfront mir ausgewählt habe. Ist jetzt ein bisschen klein, aber vom Prinzip her, eigentlich habe ich noch bis hier oben hin das Ganze mit ausgewählt. Und dann habe ich mir das Ganze hier hinten nochmal hin verschoben und dann auch noch vergrößert. Also ihr könnt dann hier natürlich auch wieder auf das Transformieren-Werkzeug gehen, das Ganze hier groß ziehen und das bleibt immer in der Perspektive richtig. Und so habe ich das nach hinten so ein bisschen verlängert. Ich zeige euch das auch gleich in dem Bild nochmal, was ich damit meine. Und dann habe ich das hier so ein bisschen ausfransen lassen, als wenn dieses Gebäude hinter dem Portal so ein bisschen sich auflöst. Also das wollte ich euch noch zeigen zum Filter Fluchtpunkt, weil ich das sehr cool finde und sehr praktisch. Ich gehe jetzt mal zurück zum Bild und zeige euch jetzt einmal kurz, was ich hier meinte mit dem Portal und dem Gebäude, was sich jetzt hier hinten auflöst. Man sieht es hier jetzt noch schon so ein bisschen. Ich blende mal eben wieder alles ein. Vielleicht ungefähr bis hier. Hier habe ich jetzt auch noch mal eine Linie für den Horizont drin. Das gucken wir uns gleich dann auch noch an. Das ist diese Linie hier. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein und hier hinten seht ihr, hinter dem Portal sind quasi noch so Gebäudeteile zu erkennen. Das sind die Teile, die ich dann reingesetzt habe, noch mit dem Fluchtpunktfilter. Bevor wir jetzt zu dem Trick kommen, ist mir gerade noch eine Sache aufgefallen, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, denn ihr seht hier, dass ich hier noch so ein Raster drin habe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das im Endbild drin gelassen habe. Ich schaue nochmal eben. Nee, da habe ich es nicht drin gelassen, aber ich will euch trotzdem nochmal zeigen, wie ihr diese Raster dann auch erstellen könnt. Also das ist einfach das Raster aus dem Fluchtpunktfilter, das könnt ihr euch auch herausrendern. Also ich gehe nochmal einmal in den Fluchtpunktfilter. Ich habe jetzt eben wieder eine leere Ebene erstellt. Und wenn ich jetzt hier auf dieses kleine Menü gehe und dann Raster in Photoshop rendern, und dann gehe ich auf OK. Und dann habe ich jetzt hier dieses Raster über dem Bild. Also das ist auch sehr, sehr cool, um damit bestimmte Effekte zu erzeugen. Und wie ihr seht, ich hatte hier auch überlegt, dieses Raster dann mit ins Bild aufzunehmen. Finde ich jetzt auch tatsächlich nicht schlecht. Könnte man machen. Am Ende hat es mir dann ohne mehr gefallen, weil es mir so ein bisschen zu computermäßig war. Das wollte ich nicht. Aber für ein anderes Bild werde ich das bestimmt irgendwann nochmal verwenden. Also das ist auch eine coole Funktion, die man mit dem Fluchtpunktfilter verwenden kann. So, jetzt wie versprochen noch der Trick, wie ihr Personen in diesem Fall oder auch andere Objekte, das funktioniert im Prinzip mit allen Objekten, ja, von der Größe her anpassen könnt, abschätzen könnt und dann proportional zur Tiefe, zur Distanz vom Betrachter vergrößern und verkleinern könnt, automatisch, mehr oder weniger.
Und dafür gehe ich jetzt hier nochmal zurück in meinen Ebenen und werde jetzt mal hier so weit zurückgehen, dass ich hier den Mann ein- und ausblenden kann. Hier haben wir ihn. Und ich möchte außerdem noch eine Kleinigkeit machen. Ich würde einmal kurz, damit ich die Größe besser abschätzen kann, hier diese Retusche-Ebenen ausblenden, damit ich hier den Mann wieder drin habe. Denn für diese Technik ist es relativ wichtig, dass ihr ein Objekt oder eine Person im Bild habt, an der ihr eben diese Größe abschätzen könnt. Das hätte jetzt auch ohne die Person funktioniert, aber ich glaube, es funktioniert noch um einiges besser, wenn hier diese Person im Bild ist. Was wir als erstes brauchen, ist eine Hilfslinie oder eine Linie im Bild, die uns sagt, wo der Horizont ist. Ich hatte hier schon eine drin, wie ihr eben schon gesehen habt. Diese Linie hier ist für mich jetzt die Horizontlinie. Wie kann ich den Horizont bestimmen? Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Einfach schauen, wo sich Linien, die in die Tiefe des Bildes gehen, also gerade Linien, wo die sich am Ende kreuzen. Ich mache das immer ganz gern mit Faden, weil man die ganz schnell übers Bild legen kann. Also ich nehme das Fahrtwerkzeug und lege jetzt hier zum Beispiel genau an der Kante vom Bordstein mein Fahrtwerkzeug an, also meinen Pfad an, und ich verlängere den jetzt so weit, bis ich mir sicher bin, dass der Bordstein von der anderen Seite hier sich auch mit dieser Linie, mit diesem Pfad dann schneidet und im Prinzip so, genau so. Und wenn ich jetzt hier den Horizont setze, dann seht ihr, der ist auch genau an der Stelle, weil ich das hier auch schon nachgemessen habe. Und auch diese anderen Linien, zum Beispiel diese Kante hier, wie ihr seht, die schneiden sich alle in diesem Punkt. Und das ist hier dann eben unser Fluchtpunkt. Also wir können hier noch weitere Linien hinzunehmen. Auch die Fenster, alle schneiden sich ungefähr hier in diesem Punkt. Und damit könnt ihr euch dann, entweder zieht ihr euch eine Hilfslinie ins Bild, Steuerung R wäre das Shortcut, um die Lineale hier einzublenden, und dann könnt ihr euch hier eine Hilfslinie reinziehen, oder ihr macht es wie ich und nehmt eine neue Ebene und zieht dann da eine Linie einmal durchs Bild. Ich blende die Ebene jetzt mal wieder ein, würde die Pfade jetzt einfach mal ausblenden bzw. löschen, und da haben wir jetzt unsere Horizontlinie. Damit das Ganze auch funktioniert, ist es relativ wichtig, dass ihr natürlich von vornherein schon Bilder auswählt, die von der Perspektive her ähnlich sind, also die einen ähnlichen Kamerawinkel haben. Ich gehe jetzt nochmal hier in meine Bibliotheken und schaue mir das hier einmal ganz kurz an. Theoretisch ist dieses Bild mit dem Mann hier nicht ganz optimal. Ich würde es einmal hier in einer eigenen Datei öffnen, denn wie ihr sehen könnt, wir haben hier eher eine Perspektive von oben. Das erkennt man immer daran, einerseits, dass man den Leuten so ein bisschen auf den Kopf schauen kann, und auch vor allem daran, dass der Horizont in diesem Bild, hier kann man ihn ja sehen sogar am Ende, dass er höher liegt. Wenn die Kamera gerade gehalten wurde, dann ist der Horizont eigentlich immer in der Mitte des Bildes, immer im Zentrum. Und sobald wir die Kamera nach unten anwinkeln, auch nur ganz leicht, dann wandert der Horizont nach oben. Je weiter wir die Kamera nach unten anwinkeln, desto weiter nach oben im Bild wandert der Horizont. Und andersrum ist es natürlich das Gleiche, wenn wir die Kamera nach oben anwinkeln, also etwas, was fotografieren, was über uns liegt, und dann die Kamera darauf richten, dann wird der Horizont im Bild nach unten wandern. Man kann das machen mit so einem Bild, aber man muss dann eben schauen, wie es am Ende aussieht. Im optimalen Fall liegen die Horizontlinien auf der gleichen Höhe, und im ganz perfekten Fall dann sind sogar die Brennweiten gleich, was für diese Bilder auch nicht gilt. Also im optimalen Fall wählt ihr auch Bilder aus mit der gleichen Brennweite. Ihr könnt die Brennweite des Bildes meistens, also bei Stockbildern geht das meistens auch noch, wenn ihr auf Datei geht und dann, ihr könnt es jetzt vielleicht nicht perfekt sehen, aber ihr geht auf Datei und dann Dateiinformationen, dann öffnet sich ein kleines Fenster, und hier sehen wir haben hier eine Brennweite von 180 mm, also sehr, sehr weit im Telebereich. Bei dem anderen Bild haben wir vermutlich eher was weitwinkligeres. Können wir eben schauen, ob wir hier die Brennweite noch abrufen können. Hier haben wir 25 mm. Also eigentlich Bilder, die nicht perfekt zusammenpassen. Aber wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man da so ein bisschen abschätzen, dass es trotzdem vielleicht geht und dass es nicht sofort auffällt. Aber wenn ihr Bilder habt, die von der Brennweite zusammenpassen und die vom Horizont zusammenpassen, dann könnt ihr sie normalerweise auch einfach übereinander legen, also einfach die Horizontlinien übereinander legen, und dann passen die Bilder schon sehr, sehr gut zusammen.
Und dann habt ihr normalerweise auch, was ich damit eigentlich sagen wollte, die richtigen Größenverhältnisse schon. Und in diesem Fall funktioniert das natürlich nicht, weil die Horizontlinien nicht auf einer Höhe lagen und die Brennweiten auch nicht gleich waren. Deswegen müssen wir uns einer anderen Technik bedienen und das wollen wir jetzt machen. Also eben schauen, wo ist jetzt hier meine Ebene mit dem Mann. Das ist hier diese hier. Und ich habe jetzt dieses Bild oder den Mann jetzt hier vielleicht freigestellt und habe den jetzt hier gerade ins Bild gezogen. Ich kann auch mal hier die ganzen anderen Ebenen ausblenden. Also ich habe ihn jetzt hier einfach freigestellt. Wenn ich ihn jetzt ins Bild ziehe, dann suche ich mir erst einmal im Bild einen Punkt, an dem ich die Größe abschätzen kann. Also in diesem Fall wäre das jetzt hier dieser Mann. Ich würde also dieser Mann hier, der hier im Eingang steht. Und in diesem Fall würde ich jetzt meinen Mann hier nehmen. Natürlich ist es dann immer gut, mit Smart-Objekten zu arbeiten, denn dann könnt ihr die Ebenen größer und kleiner ziehen, ohne den Qualitätsverlust zu haben. Jetzt würde ich den Mann hier erstmal ungefähr auf die gleiche Größe bringen wie den anderen Mann. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie sind ungefähr gleich groß. Vielleicht ist einer ein bisschen größer. Der Mann hier sieht vielleicht ein bisschen größer aus. Vielleicht würde ich ihn ein bisschen größer lassen. Darauf kommt es nicht so an, ob das jetzt 100%ig perfekt ist. So vielleicht. Und jetzt setze ich ihn direkt hier vor die Treppenstufe auch auf den Boden. Also ich habe ihn erst von der Größe her abgeschätzt. Vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. Und er steht jetzt hier quasi auf der Höhe der Treppenstufe und ist ungefähr so groß wie der andere Typ, der hier gerade rausschaut. So, jetzt schiebe ich ihn hier einfach mal in die Mitte. Also auf einer geraden Linie ungefähr in die Mitte, vielleicht ein bisschen zurück, so vom Gefühl, dass er vom Gefühl her ungefähr auf einer Linie hier mit der Treppenstufe liegt, also ungefähr so. Und jetzt sind wir ja hier im Transformieren-Modus, Steuerung T ist übrigens der Modus dafür. Und jetzt nehme ich hier diese Achse und lege die jetzt hier irgendwo, vielleicht einfach hier nach. Wichtig ist, dass diese Achse auf der Linie des Horizontes liegt. Und jetzt halte ich die Alt-Taste gedrückt und kann jetzt den Mann verschieben, beziehungsweise vergrößern und verkleinern und er wird sich immer in Bezug zum Horizont vergrößern oder verkleinern. Also wenn er hier weiter weg geht, ist er vielleicht so groß und wenn er hier jetzt näher zu uns kommt, dann wird er immer größer und größer und größer. Und so würde ich das machen und so habe ich das auch für dieses Bild gemacht. Ich drücke jetzt mal Escape und ihr seht, ich jetzt rauszoome, er sitzt jetzt hier an dieser Stelle. So könnt ihr das Ganze abschätzen. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Also erst Größe abschätzen zu einem Objekt im Bild, von der ihr die Größe ungefähr wisst, wie zum Beispiel von dieser Person. Dann die Person, ja, ihr könnt sie auch an dieser Stelle hier theoretisch auf dem Fußweg lassen. Ihr könnt sie dann ja gerade im Bild nach links und rechts verschieben, ohne Probleme. Und dann eben diese Achse des Transformieren-Werkzeugs auf die Horizontlinie legen, die ihr voll bestimmt habt. Und dann die Alt-Taste gedrückt halten, während ihr das Bild vergrößert und verkleinert. Und dann wandert das Objekt oder die Person eben nach vorne oder hinten im Bild und behält immer proportional die Größe bei. Ja, ich würde sagen, das war das, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, das Ganze hier mit Photoshop realisiert und mit Stockbildern von Adobe Stock. Und lege jetzt hier mal den ganzen Look wieder drüber. Das Raster brauchen wir nicht. Den Text lege ich noch drüber. Ich habe hier am Ende nochmal einen Camera Raw Filter drüber gelegt. Und dann war mein Bild fertig. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und weitergeholfen. Ist jetzt vielleicht relativ lang geworden, aber es gab ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.